So, herzlich willkommen zu meinem neuen Stream. Heute ist der 2.6.2021. Wir haben kurz vor halb 4, kurz vor der Markteröffnung, und das Thema des Tages ist natürlich ein Livestream und die dazugehörige Trading-Strategie, mit der ich von 5.000 zu 50.000 mein Konto hochtraden möchte. Mein Name ist Viktor Neibert. Und ich begrüße euch natürlich herzlich zu diesem Stream, zu dieser Session, wo ich wieder versuchen werde, wie gesagt, mein Konto auf die 50.000 zu bringen. Und jeder, der meine Streams kennt, weiß es mittlerweile. Am Anfang braucht man immer so ein bisschen eine Richtung für die Orientierung, was der Markt machen könnte, was der Markt machen wird. Ja. Und so wie es aussieht, könnte es tatsächlich weiter Richtung hoch gehen, also nach oben. Das ist aktuell mein Kontostand, ja, 72,9%. Ist ein guter Wert. So. Der Markt ist eröffnet. Ja. Mal gucken, ob ich gleich eine Möglichkeit finde, hier eventuell einen Trade zu machen. Wie gesagt, ja, ich bin gerade auf der Suche nach einem Trade Richtung Long. Erstmal abwarten, ne? Ob mir der Markt gleich ein Einstiegssignal gibt oder ob ich meine Annahme widerrufen muss und mich vielleicht doch Short konzentrieren muss. Ja? Das sehen wir alles gleich. Was natürlich nicht so schön ist, ne, dass man das hier in längeren Seitwärtsphase hat. Seit 14:30 Uhr, 36. Und da sehen wir gleich, was der Markt macht. Ob ich hier eine Möglichkeit kriege zum Traden oder nicht. Ich würde es mal riskieren. Ja, der Markt, und jetzt, ja, okay. Bewegt sich, ist keine große Volumen aktuell im Markt. Also weit so gut, entwickelt sich schon mal in meine Richtung. Ich tatsächlich ein bisschen das Risiko rausnehmen, weil die BBs ja, sehen ein bisschen provokant aus. Ja, um es vorsichtig ausgedrückt. Naja, mache ich mal den Trade auf +/- direkt. Sollte ja gleich weiter ausbrechen, wie gesagt, bin ich im Vorteil. Aber ich möchte jetzt hier nicht drüber.
ja, ist wie gesagt, muss ich ja ein bisschen vorsichtiger vorgehen, weil einerseits, nein, die Bewegung hier und hier sind nur 3 Punkte. Ja, und das kann ja auch schon die Ausbruchsbewegung gewesen sein. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich es nicht riskieren, hier nochmal ausgestoppt zu werden. Sollte der Trade weiter in meine Richtung laufen, ja, habe ich ja nichts verloren. Aber trotzdem fühle ich mich besser, wenn ich die Position hier absichere. Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Aber trotzdem, ja, muss ich tatsächlich sagen, die BBs sind die Kugelchen hier. Hier unten sah es gut aus in diesem Bereich, aber der Verlauf aktuell sieht, ja. Da muss man mal, wie gesagt, das sieht nicht optimal aus. Weil das ist also, ne? Hier haben 2 Ticks gefehlt. Ja. Und das könnte ja schon gewesen sein. Und das ist derselbe Grund, warum ich auch hier den Stopp verzogen habe. Weil die BBs ja entsprechend dann, ja, sage ich mal so, keine sichere Bewegung, ja. Weil einerseits, weil wir hier so eine seitliche Bewegung davor hatten, ja, und andererseits die Bewegung war nur 3 Punkte groß. Mal gucken, na, ob ich vielleicht doch noch Geld mitnehme mit dem Trade. Wie gesagt, das Bild der BBs gefällt mir nicht so wirklich. Ja, die Kerzen werden noch größer. Komm schon noch ein bisschen, ja. Noch ein bisschen nach oben.
Ja, versuch's weiter, komm schon. Eins acht, 1,9. Noch 4 Ticks. Komm schon. Komm schon, noch 2. 2 Ticks noch, komm schon. Komm schon, noch ein Tick. Perfekt. Ja. Perfekt. Wieder ein schneller Tag. Schneller Trade. Ich glaube, mit dem Wetter trade ich auch besser, ja. Seitdem das Wetter besser ist, läuft es auch. Muss ich sagen, auch im Stream. Viel besser. Also ich glaube, das Ziel wurde erreicht. Jetzt nur noch kurz den Tagebucheintrag. Der Einstieg war um 15:32 Uhr. Und weißt du, was das Beste an den Aldi Online Services ist? Klar, ich kann auf aldi-möglichkeiten.de eine Fototasse designen, dabei Handytarife buchen und Blumen nach Hause bestellen. Oder ich könnte auch noch... Genau, einfach alles. Zum Beispiel bei Aldi Grüne Energie günstigen Grünstrom mit Preisgarantie bestellen. Einer von vielen Online-Services der Aldi Möglichkeiten. So, das ist das Ergebnis aktuell. Ja, wie es gerade aussieht. Ja. Ist okay, ne? Okay, die Trefferquote verbessert sich ja auch. Der Monat hat gerade angefangen, wir haben nur 2 Tage. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja. Das ist das, was ich gemeint habe. Aktuell läuft alles fehlerfrei. Ja, das ist nochmal ein Anzeichen für die Strategie, die ich immer wieder sage. Ja, die Konsistenz als Trader. Nein, die Trading-Strategie ist dabei natürlich sehr wichtig, die man verfolgt. Ja, und das Wichtigste aus meiner Sicht und aus einer beziehungsweise, wie soll eine Trading-Strategie sein oder was ist das Wichtigste an einer Trading-Strategie, falls ihr noch keine habt oder eine entwickeln möchtet, ja. Das Wichtigste ist tatsächlich nicht mal die Trefferquote, ja, würde ich sagen, weil eine Trefferquote von 50%, sogar möglicherweise von 40% ist schon vollkommen ausreichend für ein profitables Trading. Aber das Allerwichtigste, ja, für eine Trading-Strategie ist die Wiederholbarkeit. Das heißt, es muss einfach sein in der Umsetzung. Ja? Das heißt, die Regeln müssen einfach sein und immer wieder wiederkehrend. Ja?
Das ist ganz, ganz wichtig. Also Wiederholbarkeit ist das Allerwichtigste, insbesondere im Daytrading-Bereich, weil man will ja keinen Zufall haben, ja. Oder wenn man tradet, will man nicht nach einem Zufall traden. Weil jeder kennt von euch, ja. Also ich kenne das persönlich sehr gut, und zwar die Emotionen, was man immer sagt, wenn ich mit dem Trading anfange, dann bin ich so emotional, dann mache ich viele Fehler, wie gesagt, gehe ich zu große Risiken ein, ja, und das ist ja meistens, das ist ja auch was zum Beispiel auch die häufiger von den Anfängern zu hören ist, zum Beispiel, dass auf dem Demokonto sehr gut funktioniert und dann, wenn es im Live-Traden, dass es da plötzlich nicht so gut läuft, ja, und das ist genau dieser Faktor, die Strategie, ja, die Trading-Strategie, und zwar, dass es nicht wiederholbar ist, sondern man hat in der Demokonto, ist man ja lockerer, man hat ja nichts zu verlieren, und da geht man einfach so seinem Gefühl mehr nach als den Regeln. Ja, und wenn du live tradest, bist du nicht mehr so locker und da willst du ja immer Gewinne machen. Und da suchst du nach Mustern oder möglichen Sachen, Indikatoren oder sonst was, haben plötzlich viel mehr Gewicht, als es auf dem Demokonto war. Ja, und dadurch kommt es natürlich, dass man dann anfängt, Geld zu verbrennen oder zu verlieren, anstatt zu gewinnen. Ja, weil der klarste Faktor oder der beste Faktor für eine Trading-Strategie ist, wie gesagt, Wiederholbarkeit, Konsistenz. Ja, das ist der Begriff Konsistenz. Ja, wie gesagt, zieht sich in den ganzen Trading-Prozess. Sei es, ob man die Strategie konsistent ausführt, die Trades konsistent ausführt, ja, es verfolgt, so wie es sein muss. Die Ausführung einerseits. Zweitens, ja, das Trading Management oder Money Management, Risikomanagement, ja. Das muss man konsistent ausführen und anwenden. Nicht einmal so eine Positions- oder Trade mit 1-2 Kapitalrisiko, sage ich mal jetzt als Beispiel, ja, wo man nur mit 2% tradet und dann plötzlich irgendwann anfängt 3, 4, 5% Risiko zu traden. Ja, und dann wieder die nächste Trade wieder nur 2 oder dann auch wieder 10%. Ja, das ergibt keinen Sinn. Das ist kein konsistentes Money Management. Sondern in erster Regel, also das Money Management sollte immer lauten, ja, das Risiko zu minimieren. Das Risiko, welches Risiko meine ich? Das Risiko für dein Konto, für dein Stammkapital, für dein Geld. Ja, das ist erst als erster Linie, sollst du immer beschützen. Und dann natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis, ja. Aus meiner Sicht, ich fahre damit viel besser, wenn ich weiß, wo mein Risiko ist pro Trade und wo das Ziel ist, ja, schon von herein. Auch wenn der Markt zum Beispiel länger laufen kann. Ich weiß, manche sagen, dass immer so die Gewinne laufen lassen, aber es ist aus meiner Perspektive oder aus meiner Erfahrung, ja, die Gewinne laufen zu lassen, klingt einfach, ist aber in der Umsetzung ein bisschen schwerer. Weil wenn du es laufen lässt, ja, lässt es wieder dem Zufall, wann es wie aufhört. Ja, deswegen bin ich eher so der Fan, dass es das Risiko und doppelt so viel will ich mindestens Gewinn haben. Ja, aber dafür stetig und konsistent. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil dann kann ich es berechnen. Der Erfolg ist dann auch berechenbar. In Anführungsstrichen, ja, bis zu einem gewissen Grad ist es berechenbar. Weil der dritte Konstante in diesem Dreieck, wie ich es immer sage, ja, das Risikomanagement, bzw. das Money Management, die Trading-Strategie, insbesondere der Trefferquote, ja, eine Trading-Strategie, die Qualität, Wiederholbarkeit und als dritte Variable ist natürlich du selber als Trader, ob du konsistent bist, das heißt, ob du es genauso bist, schaffst, deine Trades immer wieder, die Strategie, die dir gibt, ja, die wiederholbaren Setups, die Regeln, dass du sie auch wirklich umsetzt. Ja, wie gesagt, ich habe damit tatsächlich Schwierigkeiten. Ja, insbesondere, weil, wie gesagt, im Stream lenken mir viele Sachen ab, ja, sei es die Kamera, sei es das Mikrofon, das Licht. Es gibt so viele Faktoren, ja, die, wenn man streamt, einen ablenken. Weil jeder kann mal versuchen, allein wenn jemand versucht mal zu traden und nicht mal live, online, sondern ihr kennt wahrscheinlich das Gefühl, wenn ihr einfach so tradet wollt und da kommt eine fremde Person und guckt euch einfach so über die Schulter. Das allein verursacht schon so ein mulmiges Gefühl, so, Ja, und beim Streamen ist es, denke ich mal, nochmal so mal 100. Ja. Aber wie gesagt, hier werden alle Fehler, alles wird ja live aufgezeichnet. Und das wollte ich auf jeden Fall so mit auf den Weg geben für alle neuen Einsteiger oder die schon da sind und vor allem, ja, die noch nichts
oder die länger als 12 Monate traden und noch nicht profitabel sind. Überdenkt einfach euer Trading-Ansatz. Ja, wie ist mein Risikomanagement? Ist es auf meine Strategie überhaupt anpassbar, meine Trading-Strategie? Ist sie wiederholbar? Ist sie in jedem Markt wiederholbar oder brauche ich nur einen Markt, wo sie ganz gut funktioniert? Ja, klar, das ist auch für die Emotionen, ja. Komme ich nochmal zurück jetzt zu Emotionen beim Trading. Drawdown ist okay, ist eine Sache. Aber allgemein im Trading, ja, die Emotionen, weil viele fragen sich, wie kann man das lernen? Und es gibt ja viele Psychologiebücher und alles Mögliche, ja. Aber aus meiner Erfahrung, wie ich es gemacht habe, auch schon 2017 mit dem Ergebnis von über 1000%, ja, es sind, um die Emotionen in den Griff zu bekommen, oder wenigstens so weit, dass man schafft zu traden, die Strategie auszuführen, ohne, wie gesagt, das Konto gegen die Wand zu fahren, ist und bleibt ein klarer Actionplan. Das heißt, was tust du, wenn der Markt sich so verhält? Was tust du, wenn du gewinnst? Was tust du, wenn du verlierst? Ja, und das immer wieder. Du darfst keinen Interpretationsspielraum haben, wie du tradest, wie du dein Trade ausführst, ja, oder wie der Trade beendet wird. Es darf keinen Spekulationsraum geben. Und es muss klar definiert sein, wenn das passiert, mache ich das. Wenn das passiert, ist das. Und je klarer das ist, desto weniger denken musst du beim Traden und deswegen besser langfristig werden deine Ergebnisse. Am Anfang muss man sich daran gewöhnen, das ist wie eine Gewöhnung, das ist wie Autofahren. Da sieht man auch, wie gesagt, hier bestes Beispiel, ja. Und ich habe ja auch bewusst ein kleines Konto genommen und natürlich um die Strategie so zu traden und Live-Streaming. Weil, wie gesagt, ich trade ja schon ein anderes Konto ebenfalls. Ja, ein größeres Konto, womit ich auch meinen Unterhalt verdiene. Und da wollte ich es nicht riskieren, weil ich habe mir ja extra einen bewussten Druck aufgebaut, und zwar durch das Streaming. Weil damit ich in das Gefühl komme oder die Ausführungen so sind, wie als ob ein Anfänger gerade eine neue Strategie lernt. Ja, damit ich genauso diesen Zustand habe. Und man kann das sehr gut erkennen. Bis zu 126. Trades, ja, war das eher so eine Achterbahnfahrt. Ja, aber wie gesagt, da war alles neu. Das ist genauso wie beim Autofahren. Selbst wenn du den Führerschein jetzt mal gemacht hast, da ist alles neu, da bist du sehr vorsichtig. Man braucht diese Zeit, um sicherer im Auto zu fahren, ja, oder sich sicherer zu fühlen. Dasselbe ist es auch beim Trading. Am Anfang, wie gesagt, ist alles neu, da guckt man mehr, schaut man häufiger nach, man denkt zu viel nach über bestimmte Sachen, ja. Und je mehr du das machst, je mehr es zu einer Routine wird, desto besser wird es. Und das ist genau ab diesem Zeitpunkt kann man das sehr gut sehen. Ja. 126 Trades. Ja, in diesem Bereich, wie gesagt, war das eher so ein Achterbahnfahrt. Und ab hier, wie gesagt, kam die Sicherheit. Das Streaming hat nicht 90% meiner Gehirnleistung quasi aufgesogen, sondern es wurde immer weniger. Ja. Und da sieht man sehr gut auch an der weiteren Entwicklung. Und so könnt ihr das auch vorstellen, wenn ihr die Strategie mit BB Secrets, ja, lernen würdet. So würde es ja wahrscheinlich auch bei euch aussehen. Zwar nicht bei jedem, aber bei den meisten. Ja. Ihr lernt etwas. Es ist klar, dass man Fehler macht. Das ist selbstverständlich. Auch die Fehler, sage ich nochmal, das Risikomanagement, was ich verwende und was ich auch in meiner Ausbildung anbiete, ist das, was ich anwende, das, womit ich schon sehr gut gefahren bin. Und wo es auch für mich persönlich meine Fehler ausgleicht, ohne dass sich das Konto wirklich Schaden nimmt. Ja, das ist das Allerwichtigste, weil ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, aber einer der meisten Börsengurus, ja, oder einer der besten Trader hat es ja gesagt, dass die Narren, ja, im Trading-Bereich, die Narren konzentrieren sich auf die großen Gewinne, die Profis auf das Risiko minimieren. Und das ist, wenn man es verstanden hat, wie es funktioniert, die Börse, ja, es ist 100%. Es ist so richtig wie nichts anderes quasi in der Welt, was ich kenne. Ja, weil am Anfang, wie gesagt, ich denke mal, jeder in der Anfangszeit des Tradings, jeder jagt den großen Gewinn hinterher, jeder will schnell reich werden. Aber irgendwann mal versteht man, dass es eigentlich nicht funktioniert, dass es die Welt nicht so funktioniert. Und spätestens da ergibt das andere tausendmal mehr Sinn, konsistent, wiederholbar, stetige Gewinne auf dieselbe Art und Weise. Weil damit verdienst du dein Brötchen, damit schaffst du den Durchbruch. Wahrscheinlich, wenn du noch länger als 5 Monate tradest und nicht profitabel bist, ja. Das ist der Schlüssel, um den nächsten Level zu erreichen. Risiko minimieren.
Ja, Risiko minimieren und konsistent. Konsistent. Immer da wieder dasselbe tun und auch dasselbe Ergebnis erwarten. Ja. Nicht wie ein Wahnsinniger. Ja. So. Da aktuell glaube ich noch alle sich im schönen Wetter sonnen, ja, und keiner da ist, würde ich mal sagen, es war Spaß. Hat Spaß gemacht. Aber es ist jetzt wieder an der Zeit, wie ich schon mal gesagt habe, für mich ist es tausendmal entspannter, muss ich tatsächlich sagen, wenn ich nicht die 1,5 Stunden durchstreame, sondern tatsächlich, bis ich mein Tagesziel erreicht habe, entweder im Gewinn oder im Verlust, ne, laut meinem Trainingplan. Und dann mache ich auch Schluss, dann kann ich auch anderen Sachen unternehmen. Und da fühle ich mich auch nicht, weil viele unterschätzen das auch zum Beispiel, ja, weil 1,5 Stunden streamen ist für mich tatsächlich, als ob ich so in einer Firma 8 Stunden arbeite. Weil das ist, ob man es glaubt oder nicht, man denkt, man sitzt nur und redet in die Kamera. Aber es ist anstrengender, als es aussieht. Ja, insbesondere, da ich ein introvertierter Mensch bin. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Vergiss nicht, Daumen hoch zu machen, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren. Ja. Macht's gut, bye bye.